Hallo, mein Name ist Jörg von Photomeyer und ich möchte euch den Inhalt meines Reiserucksacks vorstellen. Welches Equipment ist in deinem Reiserucksack? Zunächst einmal habe ich gar keinen Reiserucksack, sondern ich habe eine Schultertasche mitgebracht von Peak Design, die ich eigentlich immer dabei habe. Nicht nur für mein Fotoequipment, sondern auch sonst dabei. Ja, und ich habe dabei meine Fujifilm X100V und ich habe dabei meine RX10 Mark IV. Jetzt lachen sicherlich meine Kollegen, dass ich mit so unprofessionellem Material hier auftrete. Aber es ging ja darum, was ich auf Reisen gerne mitnehme. Und ich liebe die 35 mm, das 35 mm Äquivalent bei der Fujifilm X100V, die super ist für Städtereisen und als immer dabei dran ans Motivkamera. Und ich liebe auch die RX10 Mark IV, weil die Kamera einfach großartig ist für die anderen Part der Reisen, die ich gerne mache. Ich bin sehr viel oder häufiger in Afrika unterwegs, fotografiere gerne auf Safaris und nachdem ich viele Jahre immer mit großem Equipment dahin gefahren bin, spare ich mir das jetzt und habe mit dieser Kamera bis 600 mm umgerechnet, äquivalent Kleinbild, eine Kamera, die super leicht und in der Handhabung ist und trotzdem eine hervorragende Qualität liefert. Ja, und damit ihr auch noch wisst, was ich sonst immer dabei habe. Verhungern soll ja niemand, also gibt es Süßigkeiten. Natürlich das obligatorische Deo, was eigentlich meine Kollegen auch immer dabei haben. Ich habe auch noch Papiertaschentücher dabei und für den guten Atem immer eine Tüte Fisherman's. Und was natürlich ganz wichtig und essentiell für die Fotografiererei ist, Ersatzakkus für die Kameras. Das war's. Welche Techniken nutzt du, um Reisevideos oder Fotos zu erstellen? Ich weiß gar nicht, ob ich spezielle Techniken verwende. Also ich versuche einfach die Augen offen zu halten und zu gucken. Also es ist was anderes, wenn ich in der Stadt unterwegs bin. Da achte ich schon darauf, was passiert um mich herum. Und da liebe ich es eben, mit der kleinen Fujifilm durch die Gegend zu laufen und versuche einfach zu beobachten, mir einfach mal auch ein bisschen Zeit zu lassen, wenn ich ein interessantes Motiv finde. Und mache dann erst den Schuss, wenn tatsächlich die Situation da ist, wie es passt. Anders ist es natürlich, wenn ich bei einer Safari fotografiere und dann das große Tele quasi ausnutze, dann will ich natürlich auch einfach schauen, dass die Ausschnitte stimmen, dass die Tiere womöglich genau gerade richtig gucken, also eben in die Kamera. Aber manchmal ist es ja auch die Situation drumherum, also dass zum Beispiel dann der Hintergrund auch zum Vordergrund passt. Also zum Beispiel bei einem Bild, was ich gemacht habe, vielleicht wird das eingeblendet, da gibt es dann ganz viele Wolken zu sehen und in den Wolken sieht man ansatzweise, wie der Kilimanjaro hochkommt und das ist zum Beispiel so eine Geschichte, wenn dann davor noch Tiere rumspringen, das für mich einfach ein schönes Gefühl macht und einen guten Spirit wiedergibt. Und das ist dann zum Beispiel gar nicht mit Tele entstanden, sondern mit einem Weitwinkel mit 24 mm. Das fand ich dann schon mal erstaunlich, dass man so alles in einem Bild zeigen kann. Aber natürlich auch liebe ich es, mit großen Teleobjektiven zu fotografieren, weil man dann tatsächlich auch die Details einfangen kann. Und das habe ich eben früher immer natürlich mit großen Ausrüstungen gemacht, Nikon, Sony, was ich alles hatte und habe ich auch immer noch, aber das nehme ich eben nicht mehr alles mit. Wie meisterst du schwierige Lichtverhältnisse und was hilft dir dabei, Momente festzuhalten? Ja, schwierige Lichtverhältnisse zu meistern ist, finde ich, gar nicht mehr so das große Problem mit unseren Kameras. Wir können oft viel mit der ISO schon erreichen. Das sind ja moderne Kameras mit modernen Sensoren, dass man da was anpassen kann. Aber es gibt so ein paar Geschichten, wo ich ein bisschen aufpasse, dass ich zum Beispiel nicht gerne in den Schatten rein fotografiere, sondern lieber aus dem Schatten raus, sodass man einfach auch guckt, wo positioniere ich mich, wie bekomme ich mein Motiv trotzdem so dankbar dargestellt, dass die Lichtverhältnisse stimmen. Man möchte ungern hinterher groß durch die Bildbearbeitung dann an den Farbtemperaturen drehen oder an der Belichtung drehen, sondern ich versuche das schon alles während der Aufnahme zu lösen und da einfach ein bisschen geduldig sein. Und das Schöne ist, wir müssen ja nicht mehr auf die Bilder warten, sondern auf dem Display sehen wir sie und können es auch mal relativ schnell wiederholen. Was würdest du deinem Reiseequipment gerne noch hinzufügen? Tja, weiß ich gar nicht, was ich noch hinzufügen möchte. Also ich bin im Moment sehr glücklich mit dem, was ich da habe. Natürlich gibt es
immer mal so Sachen, die man sehr, sehr gerne hätte. Also eine Kamera, die mich reizen würde, wäre zum Beispiel die Leica Q3. Aber ansonsten muss ich gestehen, liebe ich es, einfach mit wenig Equipment tolle Effekte erzielen zu können. Und ja, das, was ich mir angewöhnt habe, ist einfach noch, dass ich darauf achte, dass die Kameras halt immer auch diese Smartphone-Anbindung haben, sodass ich dann eben auch die Bilder schnell aufs Smartphone bekommen kann, um sie dann irgendwie zu posten, Freunden zu schicken oder sonst was. Das sind so Sachen, die ich sehr mag, aber so groß an Equipment hinzufügen, weiß ich gar nicht. Im Moment wüsste ich nichts. Bei deiner Traumreise, wohin geht es und welche Ausrüstung nimmst du mit? Ach, die Traumreisen, wenn es danach geht, ich würde so viele Traumreisen gerne noch machen. Also ich war jetzt häufiger in Afrika unterwegs, ich bin sehr viel in Spanien unterwegs. Also wahrscheinlich wird es immer sowas bleiben wie so eine Mischung aus ja, Landschaft und Stadt. Und was noch so bei mir auf dem Schirm ist, ist auf jeden Fall Südostasien, sicherlich auch nochmal Australien und Neuseeland. Und ja, ich bin verliebt in Afrika, also ich werde sicherlich wieder nach Tansania fahren werden und fliegen werden. Fahren ist ein bisschen umständlich, aber ja, das würde ich sehr gerne wieder machen. Würdest du uns einmal bitte noch eine Abmoderation zaubern? Ja, sicher, wenn ihr das wünscht. Also ich glaube, da kommt dann immer diese Geschichte mit Liken. Ja, ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu den Kameras, die ich jetzt mitgebracht habe oder überhaupt auch zu allen fotografischen Belangen, freuen wir uns auf euren Besuch bei Fotomeyer. Und ja, wir sind jeden Tag von 10 bis 19 Uhr da und das von Montag bis Samstag.